Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu meiner Weihnachtsbäckerei bei Erikas Selbstgemacht. Heute backen wir zusammen einen Christstollen mit Marzipan. Die Zutaten dafür könnt ihr unten nochmal nachlesen. Am Vortag legen wir schon mal ein 150 Gramm Sultaninen oder Rosinen, 100 Gramm Orangat, 100 Gramm Zitronat, 100 Gramm gehackte Mandeln und 200 Milliliter Rum. Das Ganze vermengen wir, decken es ab und lassen es eine Nacht lang ziehen. Für den Hefeteig benötigen wir 500 Gramm Weizenmehl Typ 550. Mit einem Löffel gebe ich eine Mulde ins Mehl. In die Mulde gebe ich jetzt 125 Milliliter lauwarme Milch. Passt aber auf, dass die Milch nicht zu heiß ist. Jetzt kommt die Hefe hinein. Ein halber frischer Hefewürfel, 20 Gramm. Und ein Päckchen Vanillezucker. 100 Gramm Zucker gebe ich noch dazu. Den Vorteig verrühre ich jetzt etwas mit dem Löffel, sodass sich die Hefe auflöst. Noch abdecken mit Mehl und dann decken wir es ab und lassen es einfach für 20 Minuten stehen. In der Zwischenzeit stellen wir das Stollengewürz zusammen. Dazu nehme ich ein Maß immer von einem Achtel Teelöffel. Anis Gans gebe ich in den Mörser hinein und male ihn. Dazu gebe ich Kardamom, Zimt und Muskatnuss. Alle Gewürze werden dann vermischt und dann ist das Stollengewürz auch schon fertig. Ihr könnt natürlich auch gekauftes nehmen, aber selbst gemacht schmeckt's viel besser. So, jetzt schauen wir mal, was unser Teig macht. Er ist richtig schön schon am Blubbern, wie ihr sehen könnt. Die Hefe ist aktiv und jetzt machen wir weiter. Unser selbstgemachtes Stollengewürz geben wir hinein. Und dann noch einen halben Teelöffel Salz, das gebe ich an den Rand. 2 Eier kommen noch dazu, der Größe M. Und 100 Gramm weiche Butter. Die verteile ich auch wiederum an den Rand. Alle Zutaten sind jetzt im Teig. Den Teig lassen wir jetzt für 5 Minuten verkneten. Auf der kleinsten Stufe der Küchenmaschine. Ihr könnt dieses natürlich auch mit einem Handrührgerät machen. Und jetzt fehlt noch unsere eingelegte Fruchteinlage. Die geben wir jetzt noch zum Teig dazu und lassen dieses nochmal kurz einrühren. Den fertig gekneteten Teig gebe ich jetzt auf die bemehlte Arbeitsfläche und knete ihn nochmal mit den Händen richtig durch. Den Teig forme ich dann zu einer Kugel und gebe ihn in eine leicht bemehlte Schüssel hinein. Die Schüssel wird dann abgedeckt und an einen warmen Ort darf der Teig jetzt für 90 Minuten ruhen. Ich verwende heute eine sogenannte Stollenhaube. Die habe ich schon mal eingefettet und die hilft dabei, dass der Stollen seine Form behält. Und jetzt kümmere ich mich gleich noch um die Marzipan-Rohmasse. Ich habe hier 200 Gramm. Das Marzipan rolle ich mir jetzt zu einer länglichen Wurst. Ich messe es ab, so dass es nicht länger ist wie die Stollenhaube, eher etwas kürzer. Den Teig habe ich jetzt für 90 Minuten ruhen lassen und gebe ihn jetzt auf eine bemehlte Arbeitsfläche. Ich drücke ihn mir jetzt zu einem Viereck aus.
Dann nehme ich ein Nudelholz und auf den unteren Drittel drücke ich eine Mulde hinein. In die Mulde gebe ich jetzt das geformte Marzipan und klappe das größere Stück über das Marzipan darüber. Ich zeige es nochmal von oben. Jetzt wird alles schön zusammengedrückt. Und überstehende Sultaninen drücke ich fester in den Teig hinein. Die würden nämlich später beim Backen verbrennen und bitter schmecken. Den fertig geformten Stollen gebe ich jetzt auf ein Backblech mit Backpapier. Ich verwende heute so eine Dauerbackfolie. Noch ein wenig zurechtdrücken und dann gebe ich die Stollenhaube darüber. Der Stollen darf jetzt nochmal für 20 Minuten ruhen. In der Zwischenzeit heize ich schon mal den Backofen vor, auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Gefällt dir mein Kanal und meine Rezepte, würde ich mich riesig freuen, wenn du mich kostenlos abonnierst. Der Stollen kommt jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Da darf er für 50 bis 60 Minuten goldbraun backen. Der Stollen ist gebacken und ich entferne jetzt die Stollenhaube. Er ist richtig schön aufgegangen. Hier habe ich noch 60 Gramm Butter geschmolzen und damit pinsel ich den Stollen jetzt sofort im heißen Zustand ein. Ich habe jetzt hier noch ca. einen Esslöffel Zucker und dazu gebe ich ein Päckchen Vanillezucker. Das vermische ich und gebe es gleich noch über den Stollen. Den Zucker reibe ich dann einfach noch etwas mit meinen Händen ein. Auf ein Abkühlgitter gebe ich jetzt großzügig Alufolie darauf. Auf die Alufolie setze ich jetzt vorsichtig den Stollen. Und zu guter Letzt gebe ich jetzt noch eine dicke Schicht Puderzucker darüber. Den gezuckerten Stollen packe ich dann gut in Alufolie ein. Jetzt sollte er an einen kühlen Ort für 10 bis 14 Tage ziehen. Aber bitte nicht im Kühlschrank, da trocknet er aus. Ich zeige euch jetzt den Stollen, wie er von innen aussieht. Und er duftet so lecker nach Gewürzen, nach Orangat, nach Zitronat, nach Nüssen und nach Sultaninen und dem leckeren Hefeteig. Und ich verrate euch jetzt noch ein Geheimnis. Ich warte übrigens nie 9 oder 10 oder 14 Tage. Nein, am nächsten Tag schneide ich mindestens einen an. Ich wünsche euch jetzt alles Gute, viel Spaß beim Nachbacken, eine wunderschöne Weihnachtszeit. Bleibt's alle gesund. Bis zum nächsten Mal. Hier bei Erika Selbstgemacht. Servus.